Also, ne, das hier ist auf jeden Fall eine schöne Schmuddelkiste. Einfach die alten, staubigen Kissen. Diese Form, einfach schwarz-weiß, finde ich. Also, das könnte so ein Element sein, sehe ich sofort in der Collage, dass man hier so ein Stück rausnimmt. Nee, ist nix. Oh, das wäre natürlich ganz, ganz famos, wenn das mein Arbeitslicht wäre. Ich bin der Hausgeist, der hier so ein bisschen versucht, die Vergangenheit des Hauses künstlerisch nochmal ein bisschen aufzuarbeiten. Ein Bekannter von mir hat das Haus gekauft und möchte das Haus peu à peu renovieren. Jetzt hat er die Idee gehabt, dass man ja in der Zwischenzeit die Räumlichkeiten hier nutzen könnte, um eine Ausstellung zu machen. So ein bisschen die Aufgabe, die ich mir hier selber gestellt habe im Haus, ist ja aus Sachen, die ich im Haus gefunden habe, Kunst zu machen in irgendeiner Form. Und ich will natürlich nicht, dass das total beliebig ist. Deswegen versuche ich natürlich so ein bisschen rauszukriegen, okay, warum ist das hier? Was für einen Bezug hat das zum Haus vielleicht? Also kann ich das irgendwie rekonstruieren? Hier ist nämlich die Deutsche Geflügelzeitung. Daraus habe ich die Collagen gemacht. Davon gab es hier bestimmt, lass es 30, 40 gewesen sein, so aus den Jahren Ende 50er, Anfang 60er. Also hier sieht man dann auch so diese Tierfotos von den Hühnern, gezüchteten Hühnern, die ich dann später auch in der Collage verwendet habe. Das ist die Geflügelbörse, das ist nicht die Geflügelzeitung. Das wäre jetzt was ich eher als Fundstück, historisches Fundstück aus dem Haus sehe, weil es einfach sieht gut aus. Passt gut so in so eine Wand voll mit so Sachen. Ich glaube, das Highlight wird am Ende hier noch der alte Sessel. Den habe ich vor 2 Jahren mal gemacht. Das ist ein Farbfoto, aber eigentlich arbeite ich gerne mit Schwarz-Weiß-Fotos, weil die natürlich erstmal keine Farbigkeit vorgeben und ich dann eben selber meine Farbigkeit einbringen kann. Das ist vor allem eine Farbwelt, die entstanden ist durch Ausschluss. Es gibt Farben, die ich einfach nicht mag. Und wenn man die weglässt, entsteht halt so eine gewisse Farbwelt. Da geht es viel um Farbigkeit. Die haben tatsächlich ein Element, ne, was die teilen. Das ist so eine Langzeitaufnahme von einem Kettenkarussell. Das kann ich einmal alle 4 Jahre machen, wenn ich genau diese Materialien zusammenkriege. Ne? Das sind alles irgendwas mit Kreisen, rot, blau, gelb. Und ich finde, das ist so eine der besseren Arbeiten. Wir suchen einen Ort, wo wir kurz ins Schilf gehen können, um zu gucken, ob wir noch ein bisschen Treibgut finden. Meine Erwartungen sind jetzt sehr, sehr gering. Was ich denke, was wir finden werden, sind Plastikflaschen, Glasflaschen und Schwimmer. Also so, die man so in der Fischerei benutzt. Es ist immer sehr lustig, die Wildpfade lang zu laufen. Es ist auch einfach der einfachste Weg, sich hier durchzubewegen. Du siehst halt nicht, wo du bist, so, ne? Das kann dann halt schnell, du hast keinen Bezugspunkt am Horizont. Ja, kannst du dich schon mal ein bisschen verlaufen. Ja. Was haben wir? Eine alte Letterdose. Die werde ich nicht benutzen, aber die nehme ich mit, damit das Plastik rauskommt. Das Gefährlichste ist so Dezember, Januar, wenn die Frischlinge haben. Aber da sind wir gerade noch nicht. Ja, die Rohre will ich auf jeden Fall haben. Die gelben, da hat keiner mehr Verwendung für. Ja, ne, ich bin jetzt kein intellektueller Kritiker der Wegwerfgesellschaft, aber emotional bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen. Ich persönlich glaube immer ein bisschen, dass es schon ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich irgendwie als Wendekind das
eben in der Welt, sag mal, als Kind aufgewachsen bin, in der vieles schon ein bisschen kaputt war, ein bisschen abgewetzt war, also so diese Spuren der Benutzung überall zu sehen waren. Die DDR in den 80ern war ein absolut kaputt gespartes, ressourcenarmes Land und das hat sich im Alltag überall bemerkbar gemacht. Und ich war ja als Kind, hatte ich ja trotzdem, jetzt so stumpf wie es heißt, erstmal eine glückliche Kindheit und habe das nicht als Mangel empfunden, die meiste Zeit. Und deswegen kann ich mich auch mit diesen alten Sachen irgendwie ganz anders anfreunden. Also ich finde es irgendwie spannend. Es ist immer so eine kleine Entdeckungsreise. Immer wenn ich Sachen irgendwo drin verbaue, verklebe oder so, dann ich natürlich werte die irgendwie auf, aber natürlich so als Objekte entwerte ich die natürlich. Ne? Also ich mache die kaputt oder drücke die irgendwo rein und so. Und das ist aber auch total okay, weil die Sachen, mit denen ich arbeite, sind ja oft Müll. Was hier rumliegt, ist Müll. Da interessiert sich keiner mehr für. Wie gesagt, dieses Sammeln ist so ein Aspekt davon. Danach baue ich dann ja Sachen da draus. Das ist sehr impulsiv und intuitiv. Da mache ich mir gar nicht zu viele Gedanken drüber. Ich finde immer dieses Sammeln, Finden und Erschließen von alten Sachen oder Materialien, das finde ich ist für mich eigentlich der wichtigste Schritt in der Arbeit. Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter Ortsgruppe Greifswald. Also das ist insofern interessant. Davon hat man hier viele so alte kleine Publikationen gefunden. Wenn ich das richtig sehe, hier findet man sogar den Namen von dem ehemaligen Besitzer. Also hier haben wir Wolgersmarkt 4. Das ist heute am Rathausplatz 4. Das ist das Haus. Ich bin ja eigentlich Illustrator, Grafiker. Also ich mache eigentlich in meinem Berufsleben ganz andere Sachen. Und dieses ganze Collagen machen ist eigentlich mal ganz am Anfang als ein Ausgleich zu meiner Ausbildung bzw. beruflichen Tätigkeit irgendwie entstanden. Wenn ich jetzt an Aufträgen arbeite, dann fällt mir das leichter zu sagen, das ist jetzt Arbeit, da gibt es ein ganz konkretes Ziel. Das versuche ich jetzt bestmöglich irgendwie umzusetzen und bin dann auch nicht traurig, wenn da jetzt keine künstlerische Vision von mir irgendwie drin auftaucht oder so. Das ist, was ich so meine mit Ausgleich, ne? Das hilft mir, meine Arbeit besser zu machen. Ich verfolge immer so ein paar kleine Regeln, wenn ich Collage mache. Ich gucke, dass ich keine Farbelemente zweimal drin habe. Also wenn du genau guckst, wirst du auch bei dem sehen, du wirst ganz selten sehen, dass es exakt die gleiche Farbe ist. Jetzt gucke ich hier nämlich gerade, ob ich diese Farbe schon mal verwendet habe. Habe ich nicht. Okay. Für mich ist es dann auch vor allem eine visuelle Arbeit und nicht eine konzeptionelle Arbeit. Es ist schön und gut auch, wenn es eben ein Konzept hinter der Arbeit gibt. Das ist eben in diesem Fall, ich habe hier ganz viele Magazine im Haus gefunden von jemandem, der hier viele Jahrzehnte gelebt hat, der Tauben gezüchtet hat. Aber natürlich möchte ich auch irgendwie mich selber auch noch ein bisschen einbringen und möchte da eben auch was draus machen, was ich visuell spannend finde. Ich habe, was öfter mal passiert, gerade wenn man so großen, unregelmäßigen, farbigen Schnitzeln arbeitet, die falsche Seite eingeleimt. Aber vielleicht ist es ja auch ein Zeichen, weil so ist eigentlich auch cool. Das ist natürlich kein Zufall, dass wir in Wolgast sind. Ich bin selber in Wolgast geboren und aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe ja auch meinen Abschluss gemacht. Die Familie ist relativ tief verwurzelt hier an dem Ort. Ich war gut 20 Jahre weg, bin wiedergezogen, habe auch gemerkt, es ist sehr schwierig, einen Anschluss wiederzufinden. Und merke, dass dieses Projekt mir tatsächlich das erste Mal wieder ein bisschen da hilft, unter Leute zu kommen. Tauchen manchmal einfach Leute auf, die hat man noch nie gesehen. Die bringt jemand mit und dann schön. Eine alte Rechnung von Kurt Kieser und Söhne aus Wolgast Autolackiererei. Da war die Enkelin bei mir in der Klasse. Also, ich vermute, dass es die Enkelin war. Aber die werde ich mitnehmen, werde ich ihr zeigen. Ich glaube, was die Ausstellung tatsächlich bewirken kann, ist, in ein Gespräch zu kommen. So,
Und es muss jetzt gar nicht unbedingt ein Gespräch über Kunst sein. Es kann auch ein Gespräch über die Stadt sein, es kann auch ein Gespräch über den Abend sein, über irgendwas anderes. Aber ich persönlich habe den Eindruck, eine gute Ausstellung bietet einen schönen Raum dafür, Leute kennenzulernen, die man vielleicht nicht kennengelernt hätte. Oder mit Leuten mal über Dinge zu reden, über die man vielleicht noch nie geredet hat.